Der Tatzelwurm in Bayern. Tief in den Alpen, wo die Berge steil und die Wälder unheimlich dicht sind, soll ein Wesen hausen, das halb Drache, halb Katze ist, der Tatzelwurm. Schon im Mittelalter berichteten Bauern und Jäger von einem schuppigen Monster mit einem langen, schlangenartigen Körper, riesigen Klauen und einem Atem, der giftig sein soll. Die Legenden erzählen, dass er nachts Jagd auf Tiere und manchmal auch auf Menschen macht. Wer ihn sieht, spürt zuerst ein unheimliches Zischen, dann einen stechenden Blick aus seinen glühenden Augen. Alte Überlieferungen warnen, wer sein Nest stört oder ihm zu nahe kommt, wird verflucht. Man findet nur noch die Spuren, aber nie den Körper. Moderne Tatzelwurm-Sichtungen sind selten, aber einige Wanderer schwören, dass sie in abgelegenen Gebieten noch immer seine silbrig-grünen Schuppen glitzern sehen. Die nächste Legende wird noch unheimlicher und mysteriöser, also abonnier doch für weitere gruselige und mysteriösen Geschichten. Die schwarze Nonne von Würzburg. Im alten Kloster von Würzburg spukt angeblich die schwarze Nonne. Die Geschichte erzählt, dass sie einst für einen verbotenen Liebesakt brutal bestraft wurde und ihr Herz aus Reue und Trauer heraus verbrannte. Seitdem soll ihr Geist durch die Klostergänge wandern, ihr Gesicht verborgen unter einer schwarzen Kapuze, nur die Augen leuchten rot im Dunkeln. Nachts hört man angeblich das Klappern ihrer Ketten und leise, klagende Stimmen aus den alten Mauern. Manche Mönche, die Nachtdienst hatten, berichten von kalten Händen, die ihnen über den Rücken streichen und von dem Gefühl, dass sie beobachtet werden, obwohl niemand zu sehen ist. Es heißt, wer sie direkt ansieht, wird von innerer Angst und Schuldgefühlen geplagt, als würde der Geist die Sünden der Lebenden auf sich ziehen. Manche Besucher flohen aus dem Kloster, überzeugt, dass die schwarze Nonne ihnen folgen würden, bis sie in der Dunkelheit verschwunden sind. Der nackte Mann von Kyffhäuser. In den Ruinen der Kyffhäuserburg soll seit Jahrhunderten ein merkwürdiger Geist wandeln. Der nackte Mann, ein uralter Wächter der unterirdischen Gänge. Die Legende sagt, dass er einst ein Verräter war, der in den Kerkern gefangen gehalten wurde. Er starb nackt vor Hunger, doch sein Geist fand keinen Frieden. Er soll nachts durch die Burgruinen streifen, sein Körper bleich und fast durchsichtig. Wer ihn sieht, erfriert innerlich vor Schreck, denn es heißt, dass er nicht nur die Lebenden erschreckt, sondern auch ihr Schicksal verändert. Unglück und Pech sollen folgen, wenn man ihm zu nahe kommt. Einige Wanderer berichten, dass sie mitten in der Nacht einen kalten Windstoß spürten, gefolgt von einem leisen Stöhnen, das aus den Tiefen der Burgkammern kam, und ein lebloser Schatten huschte an ihnen vorbei. Der kopflose Reiter am Harz. In den nebeligen Wäldern des Harzes soll seit Jahrhunderten ein kopfloser Reiter sein Unwesen treiben. Es heißt, er war einst ein grausamer Ritter, der für seine Missetaten hingerichtet wurde. Die Legende erzählt, dass der Reiter auf einem schwarzen Pferd durch die Wälder galoppiert, seinen blutigen Schwertstumpf in der Hand, immer auf der Suche nach Seelen, die er ins Jenseits zerren kann. Wanderer berichteten von seltsamen Geräuschen, Hufgetrappel, ein wütendes Wiehern, und manchmal taucht plötzlich ein gesichtsloser Schatten vor ihnen auf. Es gibt Geschichten von Menschen, die ihn ignorierten und weitergingen und überlebten. Andere, die stehen blieben, verschwanden spurlos. Manche sagen, er sei nur nachts unterwegs, wenn der Nebel so dicht ist, dass man kaum die Hand vor Augen sieht. Und genau dann fühlt man seinen Atem auf dem Rücken. Wenn du bisher dran geblieben bist, kommentier, welche Legende dir bis jetzt am besten gefallen hat. Und nun zur letzten Legende. Die Weiße Frau von Berlin. Man erzählt, dass die Weiße Frau schon seit Jahrhunderten durch die verlassenen Gänge des Berliner Schlosses wandert. Augenzeugen beschreiben sie als eine bleiche, geisterhafte Frau in einem langen weißen Kleid, deren Haare wie Spinnenweben wirken.
Wer ihr begegnet, spürt zuerst eine unheimliche Kälte, dann folgt das Grauen, ein plötzlicher Schrei, Schatten, die über die Wände huschen, und kurz darauf geschieht ein Unglück. Die Legende besagt, dass sie den Tod von Mitgliedern der Hohenzollern-Dynastie ankündigt. Manche Historiker glauben, dass ihr Geist aus tiefer Trauer und Rache nach einem Verrat an ihrer Familie entstand. Andere sagen, sie sei ein warnender Geist, der die Lebenden vor bevorstehenden Unheil schützen will. Doch ihre Warnungen sind nicht immer eindeutig. Stell dir vor, du gehst nachts durch die leeren Schlossflure und plötzlich siehst du eine blasse Gestalt auf dich zukommen. Kein Geräusch, nur das Flattern des Kleides und ein kalter Hauch, der deinen Nacken berührt.